Hallo liebe Häkelfreunde, auf diesem luftigen Sommerpullover reiht sich Dreieck an Dreieck aneinander. Das einfache Filetmuster kommt besonders gut zur Geltung, wenn ihr einfärbiges Garn verwendet, wie ihr an diesem Beispiel in strahlendem Weiß sehen könnt. Der Pullover ist leicht oversized. Der wunderschön betonte Ausschnitt rundet das modische Gesamtbild perfekt ab. Infos zum verwendeten Material sowie Richtwerte zum Verbrauch für eure Größe findet ihr im Anfangsbereich des Videos, bevor ich mit dem Häkeln beginne. Die Angaben für die Größen 36 bis 50 erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Ich freue mich über jedes Gefällt mir und besonders über jedes kostenlose Abo. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel Nummer 3,5 und danach steige ich auf eine Häkelnadel Nummer 4 um. Ich zeige euch zunächst ein paar Maschen im elastischen Anschlag. Wir starten mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste um und steche so ein, dass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch, ich ziehe ihn durch eine Masche durch und dann durch die anderen 2. Diese beiden Fäden überspringen wir und in den Querfaden stechen wir ein, holen den Faden durch, ziehen ihn durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen, durch eine Masche ziehen und dann durch die anderen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht. Und ich schreibe euch die Maße für eure Größe oben in die Ecke und wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 6 teilbar ist, plus 3 extra Maschen. Ich mache zum Beispiel für die Größe 4042 111 Maschen und wenn ihr euer Maß und eure Maschenzahl erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe für meine Größe 4042 111 feste Maschen angeschlagen. Wie gesagt, es muss ein Vielfaches von 6 sein, plus 3 zusätzliche Maschen. Ich habe euch verwendbare Maschenzahlen oben hingeschrieben. Der Pullover wird leicht oversized. Ich habe jetzt ungefähr 65 cm. Und jetzt kippen wir die Kette, sodass die schönen Maschen oben sind. Und ich steige auf eine Häkelnadel Nummer 4 um. Ich häkle zunächst 3 Luftmaschen. Die sind bereits das erste Stäbchen, damit ist die erste Masche besetzt und ich häkle in jede vorhandene Masche ein Stäbchen und es muss dabei dieselbe Anzahl herauskommen
wie ihr feste Maschen angeschlagen habt. Also wieder eine Maschenzahl teilbar durch 6 plus 3. Bei mir 111 Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Die nächste Reihe beginne ich mit 2 Luftmaschen. Die zählen als Randstäbchen. Und dann häkle ich um das nächste Stäbchen ein Reliefstäbchen von vorne und dann ein Reliefstäbchen von hinten und immer abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten, und das machen wir die ganze Reihe so, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Die Reihe endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und dann häkeln wir um das Ersatzstäbchen der Vorreihe ein normales Stäbchen. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln noch eine Reihe im Buntmuster. Auch diese Reihe beginne ich mit 2 Luftmaschen und jetzt häkeln wir zuerst ein Reliefstäbchen von hinten und dann ein Reliefstäbchen von vorne und wieder ein Reliefstäbchen von hinten und ein Reliefstäbchen von vorne, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Diese Reihe endet mit einem Reliefstäbchen von hinten und dann ein Randstäbchen um das Randstäbchen der Vorreihe. Und wir wenden die Arbeit. Und ab jetzt beginnt der Mustersatz, und der Mustersatz besteht aus 6 Reihen. Die erste Musterreihe beginnt mit 3 Luftmaschen und wir häkeln in den nächsten Maschenkopf noch ein Stäbchen. Wir häkeln 2 Luftmaschen, wir lassen 2 Maschen aus und in jede dritte Masche häkeln wir ein Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 Maschen auslassen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Maschen auslassen, ein Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende müssen 4 Maschen übrig bleiben. Wir überspringen 2 Maschen mit 2 Luftmaschen und am Ende der Reihe haben wir wieder 2 Stäbchen, so wie am Anfang der Reihe. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln 3 Luftmaschen und auf das Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen. Dann häkeln wir eine Luftmasche und in das nächste Stäbchen häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Eine Luftmasche, ein einzelnes Stäbchen ins nächste Stäbchen. Eine Luftmasche, 3 Stäbchen in eine Masche, eine Luftmasche, ein einzelnes Stäbchen. Wir häkeln also in diese Stäbchen der Vorreihe, und zwar eine Luftmasche 3 Stäbchen, eine Luftmasche 1 Stäbchen, eine Luftmasche 3 Stäbchen, eine Luftmasche 1 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen in eine Masche,
eine Luftmasche, ein einzelnes Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 3 Stäbchen in eine Masche, eine Luftmasche und am Rand die 2 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln wieder das Ersatzstäbchen und das normale Stäbchen. Jetzt häkeln wir keine Luftmasche am Rand, sondern wir häkeln jetzt in das erste Stäbchen der Dreiergruppe 2 Stäbchen. In die Mitte häkeln wir ein Stäbchen und 2 Stäbchen in das dritte Stäbchen. Wir haben jetzt 5 Stäbchen. Dann häkeln wir eine Luftmasche. Wir überspringen dieses Stäbchen und springen direkt zur nächsten Gruppe. Wir häkeln immer 2 Stäbchen in das erste Stäbchen, ein Stäbchen in die Mitte und 2 Stäbchen in das dritte Stäbchen, eine Luftmasche und direkt hinüberspringen zur nächsten Gruppe. 2 Stäbchen in eine Masche, ein Stäbchen in die Mitte und noch einmal 2 Stäbchen in eine Masche, eine Luftmasche. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Nach der letzten Gruppe häkeln wir keine Luftmasche, sondern nur noch die 2 Stäbchen am Rand. Und wir wenden die Arbeit. Wir häkeln immer 3 Luftmaschen und noch ein Stäbchen daneben. Und jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen. Wir überspringen 2 Maschen und in die Mitte der 5er-Gruppe häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Maschen auslassen, ein Stäbchen in die Lücke zwischen die Gruppen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte der Gruppe, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke zwischen den Gruppen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Wir überspringen 2 Stäbchen mit 2 Luftmaschen und häkeln direkt die 2 Stäbchen ganz am Rand. Und wir wenden die Arbeit. Wir häkeln 3 Luftmaschen. Und in dieser Reihe häkeln wir in das zweite Stäbchen 2 Stäbchen in eine Masche. Das ist sozusagen eine halbe Gruppe. Jetzt häkeln wir eine Luftmasche und ein einzelnes Stäbchen in das Stäbchen, eine Luftmasche und 3 Stäbchen in eine Masche, eine Luftmasche, ein einzelnes Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen in eine Masche, eine Luftmasche, ein einzelnes Stäbchen. Wir
gruppieren also diese Bäumchen hier versetzt im Vergleich zu hier unten. Also jetzt entstehen die hier in den Lücken. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe häkeln wir eine Luftmasche. Dann häkeln wir in das erste Stäbchen 2 Stäbchen in eine Masche und dann ein Stäbchen ins Ersatzstäbchen, sodass wir auch hier eine halbe Gruppe haben. Wir wenden die Arbeit, wir häkeln 3 Luftmaschen und wir häkeln noch ein Stäbchen daneben und in das dritte Stäbchen häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche. Wir haben 4 Stäbchen nebeneinander. Eine Luftmasche, das einzelne Stäbchen überspringen, 2 Stäbchen in eine Masche, ein Stäbchen in die Mitte und 2 Stäbchen in eine Masche, eine Luftmasche, direkt zur nächsten Gruppe springen und auf 5 Stäbchen erhöhen. 2 Stäbchen ins erste Stäbchen, ein Stäbchen in die Mitte, 2 Stäbchen ins dritte Stäbchen, dazwischen eine Luftmasche. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Hier brauchen wir nach der letzten Gruppe eine Luftmasche. Dann häkeln wir 2 Stäbchen in das erste Stäbchen und dann noch 2 einzelne Stäbchen, sodass 4 Stäbchen zusammenkommen, genauso wie am Anfang der Reihe. Das ist quasi eine halbe Gruppe. Und wir wenden die Arbeit. Das war der erste Mustersatz. Wie gesagt, der besteht aus 6 Reihen. Wir machen noch einen Mustersatz gemeinsam. Die erste Musterreihe beginnt mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen daneben. Dann häkeln wir 2 Luftmaschen und wir häkeln ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Maschen überspringen und in die Mitte der Gruppe häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die Mitte der Gruppe, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe häkeln wir auch 2 Luftmaschen, überspringen 2 Maschen und häkeln 2 Stäbchen am Rand. Und wir wenden die Arbeit. Auch die zweite Musterreihe beginnt mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen auf das Stäbchen. Dann häkeln wir eine Luftmasche. Ins nächste Stäbchen häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche, eine Luftmasche und ins nächste Stäbchen häkeln wir nur ein Stäbchen, eine Luftmasche, dann wieder 3 Stäbchen in eine Masche, eine Luftmasche und dann wieder ein Stäbchen.
Die neuen Gruppen stehen also wieder versetzt zum vorigen Mustersatz. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 3 Stäbchen in eine Masche, eine Luftmasche und dann die 2 Stäbchen am Rand. Und wir wenden die Arbeit. Die dritte Musterreihe beginnt ebenfalls mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen. Und hier brauchen wir jetzt keine Luftmasche, sondern wir häkeln 2 Stäbchen ins erste Stäbchen der Gruppe, ein Stäbchen in die Mitte und 2 Stäbchen ins dritte Stäbchen der Gruppe. Dann häkeln wir eine Luftmasche und springen direkt zur nächsten Dreiergruppe und erhöhen auch hier auf 5 Stäbchen. Eine Luftmasche und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Nach der letzten 5er-Gruppe brauchen wir keine Luftmasche. Wir häkeln direkt die 2 Stäbchen am Rand. Wir wenden die Arbeit. Die 4. Musterreihe ist wieder eine Kästchenreihe. Wir häkeln die 2 Stäbchen am Rand. Wir häkeln 2 Luftmaschen und wir häkeln in die Mitte der Gruppe ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte der Gruppe, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende der Reihe häkeln wir 2 Luftmaschen. Wir überspringen 2 Maschen und häkeln die 2 Stäbchen am Rand. Wir wenden die Arbeit. Auch die 5. Musterreihe beginnt mit 3 Luftmaschen und wir häkeln in das 2. Stäbchen 2 Stäbchen in eine Masche. Dann häkeln wir eine Luftmasche und ein einzelnes Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen in eine Masche, eine Luftmasche, ein einzelnes Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen in eine Masche. Wir versetzen also wieder das Muster. Die neuen Gruppen entstehen immer zwischen den vorherigen Gruppen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit einem einzelnen Stäbchen. Dann häkeln wir eine Luftmasche. Wir häkeln 2 Stäbchen in eine Masche und dann noch ein Stäbchen ganz am Rand. Und wir wenden die Arbeit. Und die 6. Musterreihe beginnt ebenfalls mit 3 Luftmaschen. Wir häkeln ein einzelnes Stäbchen und dann häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche, sodass wir 4 Stäbchen haben. Wir häkeln eine Luftmasche, springen zur nächsten Gruppe und erhöhen auf 5 Stäbchen. 2 Stäbchen in eine Masche, ein Stäbchen in die Mitte
und noch einmal 2 Stäbchen in eine Masche und dazwischen eine Luftmasche, und das machen wir die ganze Reihe so, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet nach der letzten Fünfergruppe mit einer Luftmasche. Dann häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche und dann noch die 2 Stäbchen am Rand. Und jetzt haben wir den Mustersatz zweimal gehäkelt. Wie gesagt, der Mustersatz besteht aus 6 Reihen. Und jetzt häkelt ihr eine beliebige Anzahl an Mustersätzen. Der Einfachheit halber empfehle ich immer, einen ganzen Mustersatz zu häkeln. Ich zeige euch das anhand des zweiten Teiles. Wir häkeln 2 identische Teile und ich habe zum Beispiel bis zum Ausschnitt 7 ganze Mustersätze gehäkelt und am Ende häkeln wir noch einen Mustersatz für die Schultern dran. Bei mir sind das jetzt ungefähr 54 cm bis zum Ausschnitt, und wie gesagt, häkelt so viele Mustersätze bis zum Ausschnitt, bis es für euch passt, und am Ende kommt dann noch ein Mustersatz für die Schultern dran. Und wenn ihr bis zum Ausschnitt gekommen seid, sehen wir uns wieder. Die Schultern machen wir dann wieder gemeinsam. Willkommen zurück. Ich habe zum Beispiel 7 ganze Mustersätze gehäkelt bis zum Ausschnitt. Die Anzahl kann bei euch anders sein. Wichtig ist, dass wir alle ganze Mustersätze gehäkelt haben. Als nächsten Schritt müsst ihr jetzt genau die Mitte des Teiles suchen. Bei mir ist die Mitte eine Gruppe, es kann aber auch eine Lücke sein, und am besten zählt ihr eure Gruppen und schaut, wo die Mitte ist, und das könnt ihr auch so kontrollieren. Hier müssen auf beiden Seiten, muss das genau zusammenstimmen. Und wenn ihr die Mitte ermittelt habt, dann messen wir zwischen 10 und 12 cm nach beiden Seiten nach außen. Der Ausschnitt darf am Anfang ruhig etwas groß sein. Wir können ihn beliebig verkleinern, aber größer machen können wir ihn nicht. Ich habe zum Beispiel hier ca. 12 cm. Wichtig ist, dass ihr den Maschenmarkierer von der Mitte aus gesehen in ein zweites Stäbchen der Gruppe steckt, auf beiden Seiten, ins zweite Stäbchen. Dann seid ihr nachher richtig mit den Rapporten. Und wir starten wie immer mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen daneben. Wir häkeln 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte der Gruppe, so wie bisher. Und das machen wir bis zum Maschenmarkierer, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Maschenmarkierer angekommen. Hier haben wir das letzte Stäbchen vor dem Maschenmarkierer und wir häkeln noch ein Stäbchen in die Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist. So haben wir unser Muster wiederhergestellt. Wir wenden die Arbeit und ab jetzt funktioniert es genau wie immer. Wir häkeln 3 Luftmaschen, ein Stäbchen, dann eine Luftmasche und 3 Stäbchen ins erste Stäbchen, eine Luftmasche,
ein Stäbchen ins nächste Stäbchen, eine Luftmasche und so weiter. Hier wieder 3 Stäbchen in eine Masche. Es ist das gewohnte Muster und wir haben wieder die nächste Gruppe versetzt zu den Gruppen davor. Und so häkeln wir die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 3 Stäbchen in eine Masche, eine Luftmasche und 2 Randstäbchen. Wir haben jetzt genau dasselbe Muster wie vorhin, nur eben über weniger Maschen und wir häkeln genau einen Mustersatz über diese verbliebenen Maschen. Der Mustersatz funktioniert genau wie bisher auch. Und das heißt, wir häkeln 6 Reihen im gewohnten Muster und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe einen Mustersatz gehäkelt. Das heißt, am Ende haben wir auf beiden Seiten eine halbe Gruppe. Es sind genau diese 6 Musterreihen. Am Ende häkle ich eine Luftmasche und hier am äußeren Rand lasse ich 3 Meter Faden dran. Den können wir später für die Schulternaht verwenden und diesen Faden ziehen wir durch und ziehen ihn fest. Und wir befinden uns auf der schönen Seite und jetzt häkeln wir die zweite Schulter und hier beginnen wir in der Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist. Also in derselben Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist. Wir holen den Faden durch, verknoten den Faden. Wir stechen noch einmal in dieselbe Masche ein, holen den Faden durch und häkeln 3 Luftmaschen und dann häkeln wir in die nächste Masche ein Stäbchen, dann 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte der Gruppe. Also eine ganz gewöhnliche erste Musterreihe und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet wie immer mit 2 Stäbchen und jetzt häkeln wir auch hier die restlichen 5 Musterreihen hoch. Und wichtig ist natürlich, dass beide Schultern gleich viele Gruppen haben. Und wenn ihr die 5 Musterreihen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auch hier einen Mustersatz gehäkelt und hier auf dieser Seite habe ich ebenfalls eine Luftmasche gehäkelt und hier könnt ihr den Faden ganz normal abschneiden. Und jetzt brauchen wir ein absolut identisches Teil noch ein zweites Mal und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ein zweites völlig identisches Teil angefertigt. Ich habe die Teile so aufeinander gelegt, dass die schöne Seite innen ist. Das erkennt ihr so. Beim oberen Teil ist der Anfangsfaden links unten und beim unteren Teil ist der Anfangsfaden rechts unten. Und wir haben ja auf beiden Seiten einen langen Faden dran gelassen. Das heißt, wir schließen beide Schulternähte von außen nach innen und wir stechen ganz am Rand hier zum Beispiel in die 3. Luftmasche ein und hinten ins erste Stäbchen. Und wir holen den Faden durch, häkeln eine Luftmasche und dann häkeln wir Masche für Masche die 2 Teile mit festen Maschen
zusammen und achtet darauf, dass die Gruppen und die Lücken ganz genau zusammenpassen. Auch in die Lücke häkle ich eine feste Masche und wenn ihr beide Schulternähte geschlossen habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe beide Schulternähte geschlossen und bei den Schultern bereits die Fäden vernäht. Die Schulternaht liegt unterhalb, das heißt die schöne Seite ist oben. Diese Fäden in den Ecken, die können wir mit einhäkeln und am besten beginnt ihr in der Nähe einer Schulternaht. Hier häkle ich um das Randstäbchen herum. Zuerst hole ich den Faden durch, mache einen Knoten ganz am rechten Rand des Stäbchens. Ich hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und auch hier häkle ich über den Faden drüber und ich häkle um jedes Randstäbchen herum 2 feste Maschen bis zur Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. In den Ecken häkle ich in dieselbe Masche, wo das Stäbchen drin ist, ebenfalls eine feste Masche. Und bei den vorderen Kanten und beim Rückenteil häkeln wir in jede Masche eine feste Masche und in jede Lücke eine feste Masche. Und so häkeln wir um den ganzen Ausschnitt herum. Schaut, dass in den Ecken und auch sonst nirgendwo große Löcher entstehen. Hier wieder jeweils 2 um die Randstäbchen und bei der Naht eventuell schauen, noch eine feste Masche, damit kein Loch entsteht. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Runde fertig und hier mache ich, wie besprochen, damit es kein großes Loch gibt, ganz in der Nähe der Naht oder in die Naht noch eine feste Masche. Auf der anderen Seite habe ich das auch so gemacht und wir schließen in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Und jetzt müsst ihr schauen, wie groß euer Ausschnitt sein soll. Im Moment ist er wahrscheinlich noch zu groß, aber macht immer zwischendurch eine Anprobe. Und in der nächsten Reihe machen wir Abnahmen. Wir häkeln zuerst eine Luftmasche und beginnen sofort im ersten Maschenkopf wieder mit den festen Maschen und wir häkeln bis zur Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Ecke angekommen und ich höre eine Masche vor der Ecke auf. Und diese 3 Maschen sind sozusagen die Eckmaschen und hier häkeln wir 3 zusammen abgemaschte feste Maschen. Wir holen den Faden durch die erste Masche, durch die zweite Masche und durch die dritte Masche. Wir haben 4 Fäden auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab. Und dann häkeln wir bis zur nächsten Ecke und in allen Ecken machen wir dieselbe Abnahme und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir schließen immer in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Und jetzt wiederholt ihr diese Runde so oft wie es nötig ist, bis der Ausschnitt die passende Größe für euch erreicht hat. Und immer in den Ecken die Abnahmen machen. Und diese etwas größere Masche, das ist die Masche, die direkt in der Ecke liegt. Und über diese 3 Maschen immer die Abnahme machen in allen 4 Ecken.
Und wenn euer Ausschnitt die passende Größe erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Halsausschnitt auf die gewünschte Größe gebracht. Ich habe zum Beispiel 7 Reihen feste Maschen gemacht. Die Anzahl der Reihen kann bei euch anders sein. Und ich habe in der Zwischenzeit einen Ärmel vorbereitet und hier schon auf dieser Seite die Nähte geschlossen und die zweite Seite machen wir jetzt gemeinsam. Wir befinden uns auf der schönen Seite, das erkennt ihr an der Schulternaht, und zuerst müsst ihr euch das Maß markieren. Ich habe von der Schulternaht auf beiden Seiten für die Größe 40-42 ca. 22 cm gemessen. Die anderen Maße schreibe ich euch in die Ecke. Wichtig ist, es müssen auf beiden Seiten gleich viele Reihen sein, also die Reihen zählen, und um das Randstäbchen einen Maschenmarkierer geben und genau in diese Lücke, wo der Maschenmarkierer drin ist, steche ich ein, hole den Faden durch, ich mache einen Knoten am rechten Rand des Stäbchens. Ich steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen und noch ein Stäbchen um dasselbe Randstäbchen herum. Und dann häkle ich um jedes Randstäbchen herum 2 Stäbchen bis zur Schulternaht, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin bei der Schulternaht angekommen. Wir haben hier eine gerade Maschenzahl. Wir brauchen eine ungerade Maschenzahl insgesamt. Deshalb häkle ich in die Schulternaht ein Stäbchen und dann häkle ich auf der anderen Seite genau gleich viele Stäbchen wie auf dieser Seite, sodass wir insgesamt eine ungerade Maschenzahl erhalten. Und diese Maschenzahl solltet ihr euch für den zweiten Ärmel notieren. Und ich häkle bis zum Maschenmarkierer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf beiden Seiten gleich viele Stäbchen gemacht, plus ein einzelnes Stäbchen in der Schulternaht. Wir haben also eine ungerade Maschenzahl und in der Rückreihe häkeln wir Kästchen. Wir starten mit 4 Luftmaschen und lassen die nächste Masche aus und häkeln in jede zweite Masche ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche, immer eine Masche auslassen, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe bleiben ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Wir häkeln eine Luftmasche, überspringen das normale Stäbchen und häkeln ein Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und wir wenden die Arbeit und ich mache in jeder Stäbchenreihe Abnahmen, auf beiden Seiten ein Stäbchen, und das mache ich ganz einfach. Ich häkle zunächst 3 Luftmaschen, und wenn wir keine Abnahmen machen würden, würden wir jetzt hier in die Lücke ein Stäbchen häkeln, und wenn wir Abnahmen machen, dann lassen wir einfach diese Lücke aus und starten erst auf dem Stäbchen und häkeln dann in jede Lücke ein Stäbchen und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Am Ende der Reihe machen wir das dann auch so, aber dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe haben wir ein Kästchen, das aus 4 Luftmaschen besteht,
und wir lassen eine Luftmasche aus und wir häkeln unser Randstäbchen in die dritte Luftmasche von unten gezählt. Auf diese Weise haben wir auf beiden Seiten ein Stäbchen weniger und einen schönen schrägen Rand. Und wir wenden die Arbeit. Ich zeige euch beide Musterreihen noch einmal. Wir häkeln 4 Luftmaschen und wir lassen die nächste Masche aus und wir häkeln lauter Kästchen bis zum Ende der Reihe. In dieser Reihe haben wir also keine Abnahmen, aber wir haben ein Kästchen weniger als in der Kästchenreihe zuvor. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende der Reihe häkeln wir ein ganzes Kästchen. Wir häkeln eine Luftmasche, überspringen das normale Stäbchen und häkeln ein Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und wir wenden die Arbeit und in der Hinreihe machen wir Abnahmen. Wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln in das erste Kästchen kein Stäbchen, sondern erst in das erste Stäbchen. Und dann in jede Lücke ein Stäbchen und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe lassen wir eine Luftmasche aus. Wir haben hier 4 Luftmaschen und wir häkeln das Randstäbchen in die dritte Luftmasche. Somit haben wir auf beiden Seiten ein Stäbchen abgenommen und in jeder Kästchenreihe ergibt sich ein Kästchen weniger. Und ich habe den Ärmel auf diese Weise bis ganz hinunter gehäkelt. Sollte er am Ende zu schmal werden, dann könnt ihr auch das letzte Stück ohne Abnahmen häkeln. Und ohne Abnahmen bedeutet, dass wir dann auch in die Randkästchen ein Stäbchen häkeln, sodass die Anzahl der Stäbchen gleich ist wie in der Stäbchenreihe zuvor. Bei mir ist es sich so ausgegangen, dass ich die Abnahmen bis ganz zum Schluss gemacht habe, aber das kann bei euch auch anders sein. Und ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke, wie lang der Ärmel ungefähr sein muss, aber das findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Und wir enden mit einer Stäbchenreihe und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe den Pullover umgedreht, sodass die schöne Seite innen ist. Die schöne Seite erkennt ihr gut an den Stäbchen. Auf der schönen Seite sind sie glatter als auf der Rückseite. Und jetzt schließen wir die Naht in einem durch. Ich häkle zunächst eine Luftmasche und dann häkle ich um die Randstäbchen herum jeweils 2 feste Maschen. Achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen. Und als Hilfe könnt ihr die Naht ein bisschen mit Klammern fixieren. Und wir schließen die Naht, wie gesagt, in einem durch. Dann macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich und auch die zweite Naht. Und am Ende der zweiten Naht lassen wir den Faden noch dran, denn wir häkeln am unteren Rand des Pullovers noch eine Reihe fester Maschen. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Naht geschlossen. Ich habe möglichst weit an den Rand hinaus gehäkelt. Jetzt häkle ich eine Luftmasche
Ich steige auf eine halbe Nummer dünnere Häkelnadel um, bei mir 3,5, und ich häkle jetzt auf der schönen Seite weiter an der unteren Kante und ich häkle in jede vorhandene Einstichstelle eine feste Masche und ich steche hier tief ein. Ich verwende nicht nur den obersten Faden, sondern ich nutze die vorhandenen Einstichstellen und steche schön tief ein. Und wir häkeln einmal rundherum. Am Ende schließt ihr mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde, dann noch eine Luftmasche häkeln, den Faden abschneiden und durchziehen und dann müsst ihr nur noch alle Fäden vernähen und dann ist unser wunderschöner Pullover fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses sommerlichen Pullovers und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.